So, jetzt habe ich neue Hinweise. Wollte schon sagen, komm du bitte auch raus, ich möchte dich jetzt endlich heilen. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe, for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, I've got that fear in London now. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You were wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. So. Gehen Sie zum Pembroke Hospital. Warum bleiben Sie hier? Erzählen Sie mir vom Krieg. Erstmal das da. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Diesbezüglich habe ich es schon verkackt, wahrscheinlich. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Kannst du schon vorher? Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Okay. Ihre Gefühle für... was? Über ihre Rattenphobie. Erstmal die Gefühle. How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, never thought I'd love a man. Okay. Ich werde kein Wort darüber verlieren. Ich kann Ihnen nur zur Vorsicht raten. Genießen Sie Ihre Liebe. I won't say a word, Mr. Blight. Your secret is safe with me. I fought for my country and I survived. I saw my comrades die. And now society tells me I'm a criminal for who I love. It makes me so angry. Also ich persönlich hätte sogar alle drei Sachen quasi in einen einzigen Satz verbaut. Na gut, reden wir über seine Rattenphobie. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Ich
Ich will es mir nicht vorstellen, in dieser Situation zu sein. So. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. So, ich musste einen Geliebten erstmal finden. Der ist ja weggerannt. So. Good evening. Evening, Dr. Reed. Abend. 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 Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Warum sollten Sie sich schämen? Ich bewundere Ihre Ehrlichkeit. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Ich war... Kinder sind ja sowieso ziemlich direkt. Das war ich ja auch. Dann ein paar Jahre war ich ruhig. Und dann durch meine Obdachlosigkeit 2008 ist es bei mir rausgebrochen, weil es hat einfach keinen Sinn gemacht. Andere hatten was davon, wenn ich die Schnauze gehalten habe und immer nur das gesagt habe, was die Leute hören wollten. Aber davon hatte ich dann die Schnauze voll, weil ich hatte nichts davon. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. So. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Tja, so ist es nun mal. So, man hat ja nur eine Chance. Goodbye, Ich Mr. bei der Newton. Insache ja verkackt. Try to take care of yourself. So. Nun gut. 2 Erkältungen waren es hier, ne? Genau. Erkältung. In die Kopfschmerzen kann ich leider nichts machen. Da. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical help yourself, Nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Not under my watch, Nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Kein Problem. Goodbye, Nurse Hawkins. Dafür mache ich das Ganze ja. Ich glaube, ich habe dieses Ereignis hier jetzt echt verpasst, wo der hier reingeht. So, na egal. Wir haben jetzt so viele Dialoge wieder geführt in dieser Aufnahmesession. Wir haben uns jetzt erstmal Pause und Feierabend verdient, aber erstmal gucken. Gucken. Ah, das ist eine Einhandwaffe. Aber die Waffe ist ja schon abgegradet, also von daher. Ja, durchziehen. Drachenfluch. Okay, der Name ändert sich nicht, die Optik auch nicht, es wird einfach nur besser. So, zusätzlich. Ausdauerverbrauch um 10% senken. Das klingt schon mal cool. Nimmt Blutpunkte auf, wenn die Waffe trifft. Nein. Weniger Ausdauer. Kann ich mehr zuschlagen. Beziehungsweise wieder schneller. So. Und hier fehlen 3-mal der Abzug. Hey. Da wahrscheinlich auch. Ja, genau. Nimmt sich nichts. Alles mal 2. So.
Okay. Gegen die Erkältung machen wir noch 1. Und schon sind unsere Ressourcen mal wieder teilweise echt erschöpft. Na gut, egal. Munition. Gut. Na dann. Zum krönenden Abschluss heute. Blutkapazität. Den verursachten Schaden. Erhöht die Regeneration deiner Lebenspunkte. Genau, das habe ich mir nämlich noch nicht geholt. Holen wir es uns wenigstens, damit wir es haben. Gut. Haben wir noch eins drauf? Hier ist schon beides. Haben wir noch eins drauf. Sind es dann schon mal 10%. Das kann garantiert viel ausmachen, wenn es drauf ankommt. Okay, dann. Unsere Augen sind auch noch normal. Solange dem so ist, sind wir auf einem guten Weg. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, wieder in den stabilen Bereich. Händler. Deine Taten haben die Wirtschaft des Bezirks verändert. Okay. Hier hat sich nichts getan. Ich muss sie irgendwann mal finden. Am besten das nächste Mal. Vielleicht finde ich dadurch ein Mittel gegen Kopfschmerzen. So. Migräne und Bronchitis brauche ich ja auch noch Zeug. Ich muss irgendwann mal anfangen, eine Liste zu führen. Zwecks der Zutaten für die jeweiligen Heilmittel. Ja, erhöhe ich meine Bandstufe. Irgendwann muss es sich ja mal erhöhen. So. Guti. Wär's das dann? Wär's das dann. Gut. Also, wir haben Waffen geupgradet, wir haben Döns gemacht, wir haben Leute geheilt. Wir halten einigermaßen die Gebiete stabil. Ich mich nicht wundern, wenn es ein Gebiet gibt, das nicht zu retten geht. Egal wie gut man spielt. So, und wenn ich meinen Augen vertraue... solange die Augen so aussehen, sollten wir eigentlich auch auf einem sicheren, guten und vor allem wirklich den guten Weg bleiben und sein. Aber später kommen ja, soweit ich mich noch erinnere, ziemlich heftige Entscheidungen. Das Problem ist, ich weiß wirklich nicht mehr, wie oft ich mich, also was ich alles damals für Entscheidungen getroffen habe. Ja gut, egal. Ich könnte zwar mein eigenes Let's Play angucken, aber ich habe gesehen, was YouTube für eine Qualität aus meinem Let's Play gemacht hat und ich weiß nicht, ob ich mir das antun will. Ja gut, egal. Also, wir haben das nächste Mal ein bisschen was zu tun und dann ist mal wieder einige Dialoge und vor allem Leute finden. So, na gut, dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder und gucken mal, wie es dann weitergeht. Bis dahin. Tschö mit Euer Papa.